Ich habe heute richtig Lust auf so ein belegtes Sandwich zum Abendbrot. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow Kanal. Schön, dich zu sehen. Ja, die belege ich mir jetzt gleich ordentlich. Aber vorher, da zeige ich dir noch, wie du die backen kannst. Für den Teig geben wir 325 Gramm Milch, 6 Gramm Trockenhefe, 10 Gramm Honig und 500 Gramm Mehl Typ 550 in eine Schüssel. Vom Mehl allerdings erst die Hälfte dazugeben, denn auf diese Weise lässt sich das alles ganz gut mit einem Schneebesen verrühren und so sind alle Zutaten schon mal sehr gleichmäßig im Teig verteilt. Ja, dann können wir so gleich die anderen Zutaten dazugeben, und zwar 25 Gramm Olivenöl, 10 Gramm Backmalz, das Backmalz ist total optional, 10 Gramm Salz und das restliche Mehl. Ich habe übrigens ein Video zum Thema Backmalz gemacht und warum ich das verwende. Wenn nur so viel, Brote und Brötchen werden damit einfach luftiger und knuspriger. Alle Zutaten mit einer Teigkarte verkneten, bis sie zusammenhalten und den Teig dann für 10 Minuten kneten. Wer hat, kann natürlich seine Küchenmaschine mit Knethaken verwenden. Ich würde den Teig bei mittlerer Geschwindigkeit kneten. Aber der Teig lässt sich so super verarbeiten, das macht so eine Freude, den zu kneten, weil der überhaupt nicht klebt. Also das Vergnügen lasse ich mir nicht entgehen. Und außerdem habe ich ja gar keine Küchenmaschine. Den Teig dann zu einer Kugel formen, abdecken und für 45 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Nach 45 Minuten den Teig in 4 Portionen zu 220 Gramm aufteilen. Ich empfehle das wirklich abzuwiegen. Wir Menschen sind nämlich ziemlich schlecht im Abschätzen und wenn schon das erste Stück Teig keine 220 Gramm wiegt, kann das nur schief gehen. Beim Backen entsteht nämlich nachher das Problem, wenn ein Sandwich 250 Gramm wiegt und das andere 150 Gramm, ist das eine total durchgebacken und trocken und das andere noch nicht gar und in der Mitte noch glitschig. Die Teigstücke zu ca. 20 x 15 cm großen Rechtecken formen, wenn möglich. Aber verschwende jetzt nicht zu viel Zeit damit, das perfekt hinzubekommen. Ungefähr reicht. Ja, das Teigstück dann aufrollen und die Naht mit den Fingerspitzen so zusammenzwicken. Und die Teigrollen weiter zu ca. 25 cm langen Sandwich-Baguettes walzen. Anschließend legen wir die Sandwich-Baguette auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Decken die ab und lassen die für 60 bis 90 Minuten gehen. Wie lange du die gehen lässt, das hängt davon ab, wie warm es ist und natürlich auch an der Hefe und ob du Backmalz verwendest oder nicht. Ich würde sagen, einfach nach 60 Minuten mal schauen, ob sich das Volumen schon verdoppelt hat. Wenn sich das Volumen verdoppelt hat, ist es Zeit zum Backen. Falls nicht, einfach noch etwas länger gehen lassen. Im Backofen gehen sie ja nachher auch noch ein Stück weiter auf. Ja, bis unsere Sandwich-Baguette so weit aufgegangen sind, bleibt in jedem Fall genug Zeit, den Backofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Je nachdem, was du für einen Backofen hast, sollte das rechtzeitig geschehen. Also mein Ofen ist ziemlich langsam und braucht ewig zum Vorheizen. Darum heize ich ihn schon 45 Minuten vorher auf. Dann stellen wir noch eine feuerfeste Form auf den Boden des Ofens. Und da machen wir dann später Wasser rein, um etwas Dampf beim Backen zu erzeugen. Danach ist immer noch genügend Zeit und die nutzen wir, um schon mal ein Ei zu trennen und das Eiweiß mit 2 Schluck oder 2 Esslöffeln voll Wasser zu verquirlen. Ja, damit pinseln wir die Oberfläche der Sandwich-Baguette ein. Danach schneiden wir sie einmal längs mit einem Messer ein, mit einem richtig scharfen Messer bitte, und dann sofort ab damit in den Backofen. Einen halben Liter Wasser in die Form am Boden gießen und die Sandwich-Baguette für 10 Minuten backen. Nach 10 Minuten das Backblech einmal wenden und für weitere 10 Minuten die Baguette schön goldbraun backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Ja, und dann belege sie mit Wurst, Käse, Salat, Gemüse oder mit allem. Ja, inzwischen ist auch wirklich Zeit fürs Abendessen geworden. Die Mücken sind am Anmarsch. Ich muss mich beeilen. Die wollen das Baguette essen. Nicht mich. Nein, nein. Keine Angst. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, hier, Sandwich-Baguette. Wenn dir meine kleine Anleitung gefallen hat, wie man diese Sandwich-Baguettes macht, dann freue ich mich jetzt wirklich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben dafür dalässt. Wenn du den Kanal Nico Stanizow noch nicht abonnierst, dann weiß ich es jetzt wirklich sehr zu schätzen, wenn du hier den roten Button drückst und den Kanal Nico Stanizow abonnierst. Ja, das gesagt, ich verabschiede mich für heute, weil nämlich jetzt wirklich die Mücken kommen. Bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Sandwich-Baguette, Brote machen gehen.